Jetzt freue ich mich auf den nächsten Experten hier bei uns auf der Bühne. Er ist ein Dauergast der LeadCon. Das ist total schön. Und dieser Programmpunkt jetzt ist powered by VPLT, also dem Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik. Und in dem Vortrag wird beleuchtet, wie das frühzeitige Beschäftigen mit dem Thema nachhaltige Lieferketten, insbesondere für Hersteller, sogar zum Wettbewerbsvorteil werden kann. Unser Speaker dazu ist sehr aktiv in Arbeitsgruppen für nachhaltige Events. Er ist Director Global Sustainability bei der D&B Group und vor allen Dingen auch Vorstandsmitglied Nachhaltigkeit beim VPLT. Bitte euer Applaus für Robert Trebus. Für mich da zu haben. Gerne. Es ist wieder soweit. Ja. Bühne ist dir. Ja, herzlich willkommen. Ich will kurz heute ein bisschen drüber reden, über das Thema Nachhaltigkeit, aber nicht ganz so sehr aus der intrinsischen Ecke, sondern die Frage ist, was Nachhaltigkeit mit Betriebswirtschaft zu tun hat, was Nachhaltigkeit mit Resilienz in einem Unternehmen zu tun hat und das mal an einem praktischen Beispiel etwas aufzeigen. Ich bin halt Vorstandsmitglied für die Nachhaltigkeit beim VPLT und beschäftige mich viel mit dem, was macht unsere Branche eigentlich, wie funktioniert die Transformation unserer Branche zu mehr Resilienz, zu mehr Nachhaltigkeit. Und gerade heute mit den aktuellen geopolitischen Themen ist das ein Themenfeld, was extrem weit aufgestellt ist, wo es also viele unterschiedliche Aspekte gibt. Eine der wichtigsten Dinge, wo man heute drüber reden muss, ist die Wertschöpfungskette. Was ist das eigentlich genau? Also ein Produkt fällt ja nicht aus dem Himmel, das muss ja gebaut werden und dafür sind wahnsinnig viele Komponenten, Lieferanten notwendig. Die Lieferanten brauchen auch Rohstoffe, ja, politisch gerade ein ganz aktuelles Thema, um halt die Komponenten zu bauen, um sie herzustellen. Und als Hersteller ist das mittlerweile so, dass man sich also für seine gesamte Wertschöpfungskette interessieren muss. Und zur Wertschöpfungskette gehört also nicht nur das, was wir vorne haben mit den Rohstoffen, Materialien, sondern auch das, was danach kommt, nämlich unsere Kunden. Was machen die eigentlich mit den Produkten? Und das ist bisher auch immer gerne so als lineare Ökonomie bezeichnet worden. Heute fangen wir schon ein bisschen an, so ein bisschen mehr im Kreis zu denken, dass wir die Sachen am Ende auch zurückhaben wollen. Und wir merken, dass die Gesellschaft und die Wirtschaft sich verändert und wir wollen Teil daran haben und schauen, wie wir das beeinflussen können. Das heißt, Kenntnisse über die Wertschöpfung im Detail, wer macht was, wo kommt das her, wo geht das hin, ist heute essentiell für jeden Hersteller, im Detail zu wissen, was da passiert. Und mittlerweile auch, wer ist das eigentlich? Mit wem haben wir da zu tun? Möglichst einen direkten Kontakt aufzubauen. Diese Sachen spielen natürlich auch alle eine Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit. Wer sich mit dem Thema CO2-Fußabdruck von Unternehmen und Produkten schon mal befasst hat, weiß, dass es da also so wie im Finanzbereich einen Accounting-Standard gibt, wo man also halt Emissionen von Produkten misst. Und genauso wird dort auch gemessen, wie der Impact bei der Herstellung von den Produkten und bei der Nutzung von den Produkten ist. Das ist also sozusagen normiert, wie das halt angemacht wird. Und ich habe hier mal was mitgebracht, die Frage, wie wichtig ist denn das eigentlich, wo der Robert hier gerade drüber redet? Das ist das, was wir alle so ein bisschen kennen. Unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft möchte bis 2050 klimaneutral sein. Hören wir an jeder Ecke, aber was heißt das genau? Was heißt das für ein Unternehmen? Was heißt das für einen Hersteller? Und das, was wir hier sehen, ist einmal das typische aus dem Accounting abgeleitete Scope 1, 2 und 3. Das heißt einmal die operativen, die Betriebskosten, der Impact, der daraus entsteht und aus der Herstellung des Produktes und aus der Nutzung des Produktes. Das, was uns heute interessiert, ist Scope 3. Das ist das, was wir messen, ja, Bau der Herstellung der Produkte und beim Betrieb der Produkte. Ist deswegen auch sehr interessant für die Kunden. Denn der Betrieb der Produkte wird in der Regel ja durch den Kunden durchgeführt. Das heißt, wir haben ja alle schon gelernt, Strom brauchen wir zum Betreiben der Kunden. Strom verursacht Kosten. Und wir haben hier natürlich einen ganz direkten Zusammenhang zwischen dem Betrieb der Produkte und den Kosten des Betriebs des Produktes. Das heißt, die Treibhausgasemissionen im Lebensweg eines Produkts sind auch ein ganz starker Indikator für die für die Betriebskosten eines Produkts. Das interessiert heute mittlerweile sehr viele. Und wenn wir uns allgemeine globale Statistiken mal anschauen, stoßen wir auf einige sehr interessante Dinge. Nämlich, dass von dem Treibhaus, was wir sozusagen in der Wirtschaft emittieren, durch unsere Geschäftstätigkeiten mit Abstand der höchste Impact durch die Herstellung und durch die Nutzung der Produkte hergestellt wird. Man sagt, dass das ungefähr ca. 2/3 des Impacts ist die Herstellung und die Nutzung der Produkte. Also das ist die große Story, wenn wir auch über Dekarbonisierung und Betriebskosten sprechen. Das heißt natürlich auch, dass wenn wir sagen, wir wollen mit unserem Impact über die nächsten Jahrzehnte runterkommen, müssen wir natürlich nicht nur die operativen Verbräuche für Gas und Strom über die Zeit reduzieren, sondern auch den Impact, den unsere Produkte hat, reduzieren. Was heißt das?
Wir brauchen Produkte, die besser funktionieren, die weniger Strom verbrauchen und die in der Herstellung einen geringeren Impact hat. Soweit die Theorie der Nachhaltigkeit. Aber was hat das eigentlich so mit einem Unternehmen zu tun, wenn wir darüber genau sprechen? Unternehmen sind heute aufgefordert, sich mit der Dekarbonisierung zu befassen, eine eigene Story, eine eigene Roadmap zu erstellen. Wie soll mein Unternehmen klimaneutral werden? Sind noch viele Jahre Zeit, aber aus der Betriebswirtschaft wissen wir, die spät anfangen, zahlen immer drauf. Das ist heute auch so. Das heißt, viele Unternehmen fangen heute an, Dekarbonisierungsstrategien zu machen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? SBTi ist sozusagen das bekannteste auf der Welt. Das ist ein Prüfungs- und Zertifizierungsunternehmen, was solche Dekarbonisierungsroadmaps für Unternehmen prüft. Der ESG-berichtspflichtig ist oder wird sich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil das ist sozusagen die aktive Unternehmensplanung, wie man sich theoretisch vorstellt, klimaneutral zu werden. Es gibt sehr viele Unternehmen, die mittlerweile schon verkündet haben, in welchem Jahr sie klimaneutral werden sollen. Es gibt auch Branchenverbände, die für ganze Branchensegmente bei uns verkündet haben, bis wann sie klimaneutral werden sollen. Da liegt immer so eine Reduktionsmap dahinter, aber das ist so, dass das natürlich immer so die theoretische Planung ist. Und wir haben gerade darüber gesprochen, wie hoch der Anteil von der Herstellung und Nutzung von Produkten ist. Das heißt, man muss sich mit diesem Thema etwas intensiver auseinandersetzen. Und dann stößt man unweigerlich darauf, dass man sich also tatsächlich mit dem Produkt, was man herstellt und verkauft, sehr intensiv sozusagen auseinandersetzen muss, wie das halt auch benutzt wird, nicht nur wie es hergestellt wird. Das heißt, wir müssen uns auch mit dem Footprint des Produktes selbst befassen. Und wir haben hier bei D&B gerade ziemlich tagesaktuell aus einem Anlass das mit einem Kunden zusammen gemacht. Wir haben also eine ganze D&B-Anlage genommen, für kurz beschrieben, ein ganz aktuelles Modell, CCL-Serie, kennt im Augenblick jeder, und haben gesagt, was hat denn so eine Anlage in der Realität, in der Praxis wirklich für einen CO2-Fußabdruck? Das heißt, wir haben also wirklich gesagt, wir wollen so ein Product Carbon Footprint für eine ganze D&B-Anlage herstellen. Das hier ist die Anlage, wie beschreibt das? Man sieht, das ist eine voll funktionsfähige D&B-Anlage mit Zubehör. Und haben uns dann mit dem Product Carbon Footprint auseinandergesetzt. Product Carbon Footprint ist etwas, was ISO-normiert ist. Da gibt es also einen Industriestandard, wie man das berechnet. Und das, was ich eben gerade am Anfang schon mal erzählt habe, sieht man, das ist nämlich der Prozess, welche Daten man braucht, um so ein Product Carbon Footprint herzustellen. Jetzt sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gezeigt habe, die Wertschöpfungskette. Das heißt, ich muss natürlich wissen, mit welchem Material ist das denn eigentlich gebaut worden? Und wir reden jetzt hier nicht über, ist das ein PCB, sondern hier sind wir wirklich auf der sozusagen chemischen Elemente, wie man heute sagt, Molekülseite. Das heißt, uns interessiert, wie viel Kupfer ist da drin, wie viel Aluminium ist da drin, denn das bestimmt ganz wesentlich den Impact eines Produktes. Das heißt, wir müssen uns damit befassen, diese Daten zu besorgen. Und diese Daten müssen wir sozusagen von unseren Lieferanten holen. Das heißt, wir sind aktiv in der Wertschöpfungskette unterwegs, gehen auf unsere Lieferanten zu und wollen von denen Informationen haben. Und das Interessante an so einer Wertschöpfungskette ist, eine Kette ist ziemlich lang, manchmal ist sie heute schon kreislaufförmig. Wir sind ein Glied in einer Kette. Das heißt, ich bin derjenige, der beim Lieferanten fragt, aber auch mich haben unsere Kunden schon danach gefragt, weil sie gerne so einen CO2-Fußabdruck von unseren D&B-Produkten haben. Das heißt, man muss die Rolle als Kettenglied wahrnehmen und mit Informationen ausfüllen. Und unsere Aufgabe als Hersteller ist es, unseren Kunden ein PCF, Product Carbon Footprint Daten für ein Produkt anzubieten, damit sie innerhalb der Wertschöpfungskette ihren eigenen Impact sehr einfach berechnen können. Wir haben heute sozusagen als Frontrunner immer noch das Thema, dass wir häufig unseren Lieferanten erstmal ein bisschen erklären müssen, was wir eigentlich brauchen. Nicht alle unsere Lieferanten machen PCFs. Wir wollen für unsere Kunden das besser machen. Das heißt, wir sehen sehr weit ins Detail rein und beschäftigen uns wirklich damit, die Einzelteile, die einzelnen Komponenten zu betrachten. Und manchmal ist das so, dass wir so einen Verstärker von D&B zum Beispiel nehmen und den tatsächlich in Einzelteile zerlegen. Und es dann genau anschauen, aus was für Material sind diese Komponenten denn eigentlich gebaut. Kann man gut im Internet recherchieren, gibt es mittlerweile auch ein paar KI-Modelle, wo man mitarbeiten kann. Aber das heißt, wir gehen sehr feingliedrig rein und versuchen auf Komponenten Materialien zu identifizieren und die dann halt zu summieren und bewerten zu lassen. Da gibt es also einen vorgeschriebenen Ablauf, wie sowas normgerecht funktionieren muss, damit man also ein Product Carbon Footprint für ein Produkt herstellen kann und anschließend kommunizieren darf. Nun hat man eben gerade schon ein bisschen gemerkt, wenn ich darüber rede, wie wichtig ist eigentlich die Datenqualität. Das ist eines der essentiellen Dinge dabei, weil ich muss wissen, was ist in meinem Produkt drin. Und viele Hersteller wissen das gar nicht, die haben gar keine Ahnung.
Ja, wenn man heute so mal einen Speisequark kauft, guckt man hinten rauf, steht dann drin Butter, Quark, Wasser, Öl. Ja, wenn du heute einen Verstärker kaufst, steht das nicht drauf. Ja, das heißt, das müssen wir ändern. Wir müssen natürlich Informationen darüber geben, was ist da drin. Und die Qualität der Daten ist sehr wichtig. Und das ist jetzt hier wieder ein Qualitätsmerkmal der Arbeit in der Wertschöpfungskette. Weil wenn wir einen Lieferanten haben, der sich mit dem Thema schon mal befasst hat, ist er im Idealfall sogar in der Lage, über seine Komponenten uns ein Product Carbon Footprint zu geben. Manchmal hat er das nicht. Dann ist er vielleicht schon so gut aufgestellt, dass er uns sagen kann, aus was sind denn eigentlich die Teile, die ich da verbaue, hergestellt. Uns interessiert ja nicht das Design des PCBs, uns interessiert der Werkstoff, der Rohstoff, der da drin ist. Und manchmal ist das so, dann müssen wir wiegen, es auseinanderbauen, im Internet suchen, wie das halt aussieht. Und das ist halt so, dass die Qualität eines PCFs halt maßgeblich auch von der Datenqualität der angefragten Sachen ist. Das heißt, wenn wir eines Tages in der Wertschöpfung viele Teilnehmer haben, die wissen, was in ihren Produkten drin sind, geht das erstens viel schneller. Alle kommen sofort an die Daten ran. Und zweitens ist die Qualität viel höher, viel belastbarer. Das heißt, wenn du so ein PCF herstellst, verbringst du sehr viel Zeit mit der Datenqualität, weil du willst natürlich ein gutes Ergebnis haben. Und das hier ist jetzt ganz aktuell tatsächlich von der Anlage, die ich vorhin gezeigt habe, so ein Output. Was kommt da raus? Wir sehen gleich nochmal auf dem nächsten Slide die Treibhausgasemissionen, aber ich habe ja am Anfang darüber gesprochen, Resilienz, Hersteller, Lieferketten, Verfügbarkeit von Material. Heute ist es zunehmend wichtiger, nicht nur zu sagen, was für ein Treibhausgas-Impact hat mein so ein Produkt, sondern auch, aus welchem Material ist das eigentlich hergestellt. Wir reden über Zölle, Lieferbeschränkungen, schwierige Lieferketten, soziale Probleme in der Lieferketten. Das ist die Welt, in der wir als Hersteller heute leben. Das heißt, es ist essentiell als Hersteller zu wissen, wie wichtig ist denn zum Beispiel Kupfer für meine Produkte, die ich herstelle. Kupfer ist auch eins von den Produkten, die häufig in Restriktionen unterliegt, auch beim Import, Export, auch mit Zolltarifen behandelt ist. Das heißt, auch zur Unternehmenssteuerung ist es zunehmend wichtig, dass wir wissen, was in den Produkten drin ist, wo das herkommt und mit welchen Risikofaktoren das bestimmt. Und hier sehen wir also tatsächlich von der Lautsprecheranlage, die ich eben gezeigt habe, aus welchen wesentlichen Elementen unsere Anlage besteht, die wir aus unserer Lieferkette bekommen haben. Wichtige Information auch zur strategischen Steuerung des Einkaufs. Das sind also viele Aspekte, wenn wir mal über Resilienz der Lieferkette sprechen, das ist ein sehr abstrakter Begriff. Das hier ist so ein bisschen greifbar. Ja. Ist es für mich wichtig zu verfolgen, was gerade im Aluminiummarkt passiert? Zölle, Verfügbarkeiten, hat das einen Impact auf meine Beschaffungskosten in Zukunft? Das sind Informationen, die man aus solchen PCF-Analysen halt bekommt. Und natürlich am Ende, das, was wir alle sehen wollen, das ist der Treibhausgas-Impact. Das hier ist tatsächlich an der Anlage aktuell der Treibhausgas-Impact, der Footprint dieser D- und B-Anlage. Man kann also das nicht nur von einzelnen Produkten, sondern auch in Gesamtanlagen berechnen. Das haben wir hier für einen Kunden gemacht. Ein Kunden, dem das sehr wichtig war, der sehr auf Nachhaltigkeit setzt und gesagt hat, ich möchte gerne wissen, welchen Impact hat die neue Anlage, die ich kaufe. Und wir sehen immer mehr Kunden, die nach solchen Daten fordern, weil diese Daten teilweise mittlerweile auch an die Hausbanken weggegeben werden müssen, die die Projekte von den Kunden finanzieren. Also CO2-Fußabdruck, günstige Förderkredite ist mittlerweile eng am Markt miteinander verknüpft. Und ich habe das ja vorhin gesagt, nicht alle Lieferanten wissen, was das ist. Auch bei uns ist das so, dass viele Lieferanten nicht wissen, was das ist oder keine Daten haben. Wir als D&B wollen besser sein. Wir möchten unseren Kunden diese Daten zur Verfügung stellen, weil wir wissen, dass das heute ein wichtiges Element der Resilienz ist und ein wichtiges Element der Unternehmensfinanzierung ist. Und wir haben ja verschiedene grafische Darstellungen und wir sehen jetzt also auch zum Beispiel, welche Form von den Produkten hat welchen Impact an der Anlage. Ja, das ist für den Kunden interessant, für uns wichtig. Denn auch wir wollen die Nachhaltigkeit unterstützen und wollen klimaneutral werden. Und wir können auch nur klimaneutral werden als Unternehmen, wenn unsere Produkte klimaneutral werden. Das heißt, für uns ist es wichtig zu verstehen, wo ist der große Impact, wenn wir Lautsprechersysteme bauen? Wo müssen wir zuerst ran? Was müssen wir ändern? Welche Strategien können wir anwenden, um nachhaltige, klimaneutrale Produkte zu bauen? Das heißt, so ein PCF hilft jetzt nicht nur den Kunden, hilft auch uns, und ist natürlich auch eine belastbare Grundlage für unsere Scope-3-Bilanzierung, für unsere eigenen ESG-Berichte. Wir gehen da sehr anspruchsvoll an so eine Thematik ran, auch wegen kommender rechtlichen Regularien, wenn wir sowas machen.
arbeiten wir zusammen immer mit jemandem, der das überprüft und am Ende zertifiziert. In dem Fall haben wir das mit der DEKRA zusammen gemacht. Die prüfen das als dritte Stelle, zertifizieren das. Das ist also ein zugelassenes Prüfungsunternehmen, damit, wenn wir die Daten weggeben, der Kunde auch sicher sein kann, dass das stimmt. Und in Zukunft ist das so, dass das ja auch grundsätzlich notwendig ist, um überhaupt über Nachhaltigkeit zu kommunizieren, weil das halt neue Gesetze ab 2026 so vorschreiben. Theorie und Praxis. Wie wichtig ist das für den Kunden eigentlich? Was heißt das? Wir reden gerade über Produkte, Impact von Produkten. Und ich habe hier mal was mitgebracht, das zeigt das so ein bisschen. Angenommen, wir tun gar nichts. Angenommen, wenn wir sagen, lass die mal grünen Strom einkaufen und dann ist genug. Das hier ist ein Modell zur Klimaneutralität einer Veranstaltungsstätte. Und die Veranstaltungsstätte macht das, was alle machen. Sie versuchen Ökostrom zu bekommen. Haben eine Roadmap bis 2050, wie sie dekarbonisieren in Scope 1 und 2, kaufen aber Produkte, die nicht CO2 reduziert sind. Und dann endet das so. Denn auch die gekauften und die genutzten Produkte erzeugen an Scope 3 Impact bei den Veranstaltungsstätten, bei unseren Kunden. Das heißt, wenn es uns nicht gelingt, unsere Produkte zu dekarbonisieren, können das unsere Kunden auch nicht. Denn am Anfang haben wir gesehen, 2/3, 66-75% allgemein sind Scope 3 Impact. Also wenn wir unsere Produkte nicht dekarbonisieren, ist es nicht möglich, dass unsere Kunden klimaneutral werden. Das heißt, unsere Strategie ist auch die Strategie unserer Kunden. Wir unterstützen aktiv die Kunden damit, dass wir sie halt mit Produkten versorgen werden, die halt auch in der Lage sind, ihre eigene Klimastrategie umzusetzen. Das ist das, was wir als marktführender Hersteller uns vorgenommen haben. Und das Erste, was man macht, ist Datenerfassung. Wie sieht es heute aus? PCF von der Produktlinie. Wir geben das unseren Kunden, die wissen, wo wir stehen, machen mit den Kunden zusammen eine Roadmap, wir wissen, was die Kunden wollen und können dann dazu beitragen, diese Peaks hier in der Bilanzierung in den nächsten Jahren zu reduzieren und dazu unterstützen, dass unsere Kunden klimaneutral werden. Das ist jetzt alles eine Big Story, aber es ist auch immer ein bisschen größerem Bild zu sehen. Das, was ich hier erzählt habe, ist ja kein Geheimnis. In anderen Industriesegmenten ist das schon sehr, sehr weit verbreitet, dieses Wissen. In der Automobilindustrie, in der chemischen Industrie, im Maschinenbau gibt es alles entsprechende Projekte in den großen Unternehmen, mittlerweile auch in den kleinen Unternehmen, um Product Carbon Footprint herzustellen, zu vergleichen, innerhalb der Lieferkette zur Verfügung zu stellen. Und das ist also auch ein Treiber. Also wenn wir wissen, dass der wesentliche Teil des Product-Fußabdrucks in Europa sozusagen aus der Produktherstellung und Nutzung kommt, auch von den Unternehmensemissionen, ist es natürlich von strategischer Relevanz, auch in der Politik, diese Dinge zu reduzieren. Der eine oder andere hat das schon mal gehört, die Ecodesign-Verordnung gibt es mittlerweile sozusagen die Version V2.0. Das ist die Ecodesign-Verordnung, die diesmal alle Produkte betreffen wird, die in Europa auf den Markt gebracht werden, natürlich auch unsere. Und die Elemente, die ich gerade halt so beschrieben habe, was verursacht einen CO2-Fußabdruck, wie kann man das reduzieren, wie kann man CO2-Fußabdruck durch Reparierbarkeit oder Verlängerung der Betriebsdauer, Nutzungsdauer erlängern. Das sind Kernelemente der neuen Ecodesign-Verordnung. Das ist hier ein Überblick für die Hauptmodule der Ecodesign-Verordnung, die auch die Hersteller der Eventtechnik betrifft. Und das sind Dinge, wo wir erwarten, dass ab 2027 das gesetzlich verpflichtend wird, diese Dinge anzubieten und entsprechende Daten, auch für Product Carbon Footprint, Daten sozusagen dem Kunden gesetzlich verpflichtend zur Verfügung zu stehen. Das heißt, wir sind dabei, wollen 2027 fertig sein, diese verpflichtenden Daten dann halt auch unseren Kunden anbieten zu können. Und das ist alles nicht mehr freiwillig. Da muss ich mal darauf hinweisen, ich habe hier was mitgebracht, gibt es ganz viele Stellungnahmen einer der führenden Rechtsanwaltskanzleien Deutschlands. Ecodesign-Verordnung ist gesetzlich verpflichtend. Das heißt, es dürfen keine Produkte in den Markt gebracht werden, die nicht diesen Mindeststandard erfüllen. Das ist nach Produktkategorien und Segmenten gestaffelt zwischen 2027 und 2030. Eine der ersten Kategorien, die davon betroffen sind, sogenannte AV-IT-Produkte. Das heißt, da fällt viel von unseren Produkten halt mit rein. Das heißt, wir steuern massiv darauf zu, dass unsere Produkte Ökodesign pflichtig sind. Und das wird auch in Zukunft mit hohen Strafen belegt. Wir rechnen damit, dass das ungefähr ab 2027, 2028 in unserer Branche rechtlich verpflichtend wird. Das heißt, auch aus Gründen der Governance und der Frage der Roadmap von Entwicklung von Produkten ist eines der essentiellen Dinge, womit sich Hersteller heute befassen müssen und natürlich dann halt auch Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen müssen. Ich habe ja gerade darüber gesprochen, Wertschöpfungskette, Arbeit mit Lieferanten, PCF erstellen, ist Grundlagenarbeit auf dem Weg zur Ecodesign-Verordnung. Und das ist, wie gesagt, gesetzlich verpflichtend. In Zukunft sollen diese Daten also nicht mehr
auf gedrucktem Papier veröffentlicht werden, sondern mittels des digitalen Produktpass. Digitale Produktpass ist ein Pflichtbestandteil der Ecodesign-Verordnung. Das heißt, Produkte, die in die Ecodesign-Verordnung fallen, müssen einen digitalen Produktpass anbieten. Und wir haben jetzt eine ganze Menge gehört, was notwendig ist und wie das funktioniert. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin halt auch Vorstandsmitglied der VPLT. Das heißt, wir im VPLT sind sehr aktiv in diesem Thema. Wir versuchen gerade alle Hersteller einzusammeln, gemeinsam Strategien und Know-how-Transfer herzustellen, wie PCFs erstellt werden können, wie die Herstellung von PCF und LCA standardisiert werden können, damit das etwas einfacher wird. Das ist eine Riesenchance, die wir als Branche haben. Wir dürfen Sachen vereinfachen, damit sie preiswerter werden. Und deswegen haben wir im VPLT eine Initiative vorangetrieben. Wir haben also die führenden Branchenverbände der Eventtechnologie Europas in der Entertainment Technology Industry Alliance zusammengefasst. Wir wollen also europaweit, auch gerade für kleine und mittlere Hersteller, unser Know-how teilen, schauen, wie man da einfach rankommt, weil wir steuern auf diese Pflichtigkeit zu. Und die Hersteller sind alle eingeladen, daran teilzunehmen. Einfach bei den entsprechenden Branchenverbänden melden. Da gibt es mittlerweile die ersten Arbeitsgruppen, um das halt aufzusetzen und zu schauen, wie das halt funktioniert, wie diese Daten zur Verfügung gestellt werden können, wie man früh anfangen kann. Wie sagt der frühe Vogel, fängt den Wurm, wartet nicht so lange, wird sonst so teuer. Das ist das, was man so allgemein als Transformation der Industrie bezeichnet, auch die Erhöhung der Resilienz. Ich habe gerade darauf hingewiesen, es ist heute wichtig, dass man weiß, was in den Sachen drin ist, damit man es immer bekommt. Und, also es ist ein Projekt, wo wir auch denken, dass das sozusagen die Langzeitstabilität unserer Branche unterstützt, auch die Wirtschaftlichkeit unserer Branche unterstützt, weil nichts ist teurer, als es nicht zu bekommen. Das heißt, wir wollen in der Branche auch ein bisschen Gespür dafür entwickeln, was muss man tun, um dauerhaft gut einkaufen zu können, auch wenn manche Sachen knapp sind. Und was kann man selber tun, auch im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, um kreislauffähige Produkte zu entwickeln und wirtschaftlichen Vorteil daraus zu entwickeln. Ja, ich lade alle Hersteller ein, meldet euch bei euren Branchenverbänden oder bei unserer europäischen Branchenvereinigung, schnuppert da mal rein, das ist interessant. Wir haben mittlerweile teilweise Arbeitsgruppentreffen, wo schon 50 Hersteller anwesend sind. Also das Thema gewinnt auch in unserer Branche mittlerweile eine hohe Aufmerksamkeit und kostet am Anfang nichts, schnuppert rein und dann stellt ihr fest, wie euch das hilft, eure Produkte weiterzuentwickeln. So, herzlichen Dank. Ich hoffe, das war interessant. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, kann ich hier gerne auch noch mal die eine oder andere Frage beantworten, bin aber auch anschließend ansonsten noch verfügbar. Hier gibt es auch ein Mikrofon. Da, wenn jemand eine Frage hat, Arm hoch, dann kommt unser Mikrofon-Sprinter gleich angerannt. Ja, also ich sehe hier keine Fragen, alle erschlagen und motiviert. Redet mit uns, mit dem VPLT. Wir helfen gerne, zeigen euch, wie das vorangeht und wie ihr das machen könnt. Herzlichen Dank. Danke, lieber Robert. Komm gerne noch mal hier kurz mit in die Bühnenmitte, wie wir von ihm auch selber noch mal gehört haben. Vorstandsmitglied Nachhaltigkeit beim VPLT. Wie nimmst du das denn gerade so wahr? Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Lieferketten. Wie viel Anklang findet das, wenn ihr auch einladet, wenn ihr euch trefft? Du bist in vielen Arbeitsgruppen auch unterwegs. Wo stehen wir da gerade so? Was würdest du sagen? Also ich habe halt einen sehr direkten Vergleich auch mit anderen Industriesegmenten, wie das dort funktioniert. Und wir merken halt immer, dass unsere Branche so 5 Jahre hinterher ist mit der Entwicklung bei so einem Technologiethemen. Das merken wir hier auch. Aber wir merken, dass das zunehmend wichtig wird. Einerseits, weil wir natürlich wahrnehmen, dass gesetzliche Regulatorik vor uns liegt. Auf der anderen Seite nehmen wir natürlich mittlerweile ganz deutlich wahr, dass wir immer mehr Kunden haben, denen das wichtig ist. Wir haben Kunden wie bei diesem Projekt, die sagen, das müsst ihr machen, sonst kaufen wir nicht bei euch. Und das ist etwas, was sich immer weiter am Markt jetzt so rausrollt. Und wir wollen zeigen, dass das möglich ist. Und wir wollen auch andere Hersteller inspirieren und motivieren, halt mitzugehen. Deshalb machen wir das auch auf Branchenebene, unterstützen das. Wir wollen unser Wissen nicht für uns behalten, sondern wir wollen schauen, dass die ganze Branche sozusagen zukunftsfest wird. Das ist das, was am Ende eigentlich das Ergebnis sein muss. Und da höre ich raus, wenn du sagst, also die Branche 5 Jahre hinterher, also wer jetzt einsteigt, kann noch vermeiden, dass so ein ganz großer Druck da ist, in dem einfach die Vorbereitung dann schon gestartet ist. Genau, das ist eine interessante Frage, weil wir hören ja mal viel über Bürokratie und Kosten. Aus der Wirtschaft sehen wir, dass viele von den Kosten entstehen, weil man zu spät anfängt, weil man sich nicht mit dem Thema befasst hat und nicht seine eigenen Schwerpunkte identifiziert hat. Die gesetzlichen Regelungen sind nicht branchenspezifisch. Das heißt, egal ob du Automobilhersteller bist oder Hersteller von einem Mikrofonverstärker, die gesetzliche Regulatorik ist das gleiche, auch bei der Ecodesign-Verordnung. Und in anderen Branchen haben viele Hersteller einfach 4, 5 Jahre Vorlauf,
mit dem ganzen Thema, weil sie die Kosten niedrig halten wollen. Wir haben es bisher so ein bisschen verdrängt. Wir haben mal gesagt, für alle, nur nicht für mich. Aber das ändert sich jetzt auch wegen der Regulatorik. Und ich muss immer wieder betonen, es gibt tatsächlich immer mehr Kunden, denen Nachhaltigkeit wichtig ist und die sozusagen keinen grünen Flyer haben wollen, sondern Daten haben wollen. Die sagen, jetzt müsst ihr aber mal zeigen, was ihr da gemacht habt. Wir wollen das sehen. Sehen und spüren dann sozusagen auch in den Ergebnissen. Ja, lieben Dank, Ja, dass du da so ein Vorreiter bist und dich so engagierst. Der Director Sustainability bei Global Sustainability sogar, dürfen wir auch größer machen bei der D&B Group. Robert Trebus, ganz herzlichen Dank. Bis bald. Gerne nochmal Applaus für Robert, für das Engagement.